Begleite mich auf dem Weg, die Amerikaner im Pazifik bei Flames of War zu erkunden. Und damit Servus zurück oder Servus, falls du neu hier auf dem Kanal bist. Ich habe irgendwo mal gehört, dass die Amerikaner und ihre Alliierten im Pazifik doppelt so viele Schiffe verloren hätten als die Japaner. Falls das irgendjemand weiß, schreibt das Ganze in die Kommentare und bestätigt mir das bitte, dann das würde mich schon ein bisschen interessieren, ob das stimmt. Und damit hätte ich gesagt, schauen wir gleich mal rein ins Buch. Die Amerikaner sind die zweite Streitmacht, die uns hier im Pazifikbuch zur Verfügung steht. Wir haben ja schon mal angefangen mit den Japanern. Da gibt es ja auch schon ein Video hier auf dem Kanal, das kannst du dir auch gerne anschauen. Und eben jetzt geht es hier weiter mit den Amerikanern. Auch hier wieder typisch, man hat den Einstieg mit einem schönen Bild und eben dem ersten Hintergrundinformationen zum eben historischen Abriss, der passiert ist. Wenn man sich da genau informieren möchte, immer sehr schön, dass sowas mit von der Partie ist bei Flames of War, dass man hier eben auch solche Infos bekommt. Vor allem interessant für eben neue Spieler und wenn man sich eben noch gar nicht so stark mit dem Thema beschäftigt hat. Ansonsten auch wieder üblich, Know Your Tanks, hier mal eine Übersicht eben, was man hier dann alles zur Verfügung hat, wenn man Armies spielt, eben mit Stuarts, Shermans und so weiter. Interessanterweise auch hier wieder, wie ich es schon in anderen Videos auch gesagt hatte, überhaupt nichts zur Infanterie, dass man hier eine Übersicht bekommt. Ansonsten, wenn wir schon bei der Übersicht sind, hier die Übersicht, welche Formationen uns zur Verfügung stehen. Da haben wir einmal 3 Formationen für die Marines und 2 Formationen für die Army. Was man hier schon sieht, wir haben hier einmal die Rifle Company und die Stuart Tank Company für beides, sowohl Marines als auch Army. Und zusätzlich noch im Bereich der Marines können wir eben die Shermans spielen als eigene Formation. Was hier auch interessant ist im Vergleich zu den Japanern, schauen wir da mal noch kurz drüber, um uns das einfach im Vergleich nochmal anzuschauen vom letzten Video. Wir haben hier ungefähr eben die gleiche Anzahl an Formationen. Es gibt hier somit nicht so viel Unterschied per se, was den Umfang betrifft, den man hier mitnehmen kann. Ansonsten auch hier hatten wir das Thema dann mit den Support Units, wo ich gemeint hatte, das ist nicht ganz so umfangreich, aber durchaus bekannt und es ist auch etwas besser hier bei den Marines, wenn wir uns das Ganze anschauen. Also da haben wir dann schon ein bisschen mehr Auswahl, was man eben mitnehmen kann. Ansonsten kommen wir hier eben als nächstes zu den wieder Sonderregeln, die wir hier bekommen, wenn wir eben uns dazu entscheiden sollten, Amerikaner spielen zu wollen. Da gibt es eben ein paar typische Sachen wie eben Observer oder auch Stabilizer, dass man eben mit der vollen Rate of Fire schießen kann, wenn man sich bewegt mit den Panzern, wie zum Beispiel dem Sherman. Dafür aber eben um 1 schlechter trifft oder auch Time on Target sind Sonderregeln, die es auch in anderen Publikationen gibt. In dem Fall eben hier bei Artillerie mit Time on Target, wo eben dann erfolgreiche Saves wiederholt werden müssen von den gegnerischen Teams, wenn sie getroffen werden, eben Infanterie- und Gun-Teams, bereits am ersten Versuch eben eingeranged wurde bei dem Artilleriefeuer. Das ist eben etwas, das ohnehin bekannt ist bei den Amerikanern, ist somit nichts Neues. Ansonsten bei den Infanterie-Sonderregeln bekommen wir ein paar Sachen, die sich eben aufteilen. Hier, wie man schon sieht, Flamethrower ist wieder allgemeiner und dann gibt es aber sowohl für die Marines als auch für die Army teilweise verschiedene Regeln. Da muss man sich eben ein bisschen überlegen, was man hier spielen möchte, weil diese Regeln wie hier Gung Ho für die Marines oder Semper Fi eben dann Auswirkungen haben für die Stats, die die Modelle mitbringen oder die Einheiten eben mitbringen, sodass man hier ein bisschen einen Unterschied auch wieder hat oder beziehungsweise besser
im Counterattack zum Beispiel ist. Also auch hier wieder, das hatten wir auch beim letzten Video mit den Japanern, auch ein bisschen vielleicht Nahkampf ausgerichteter, das ganze Setting im Pazifik selbst, da man auch hier zum Beispiel bei Semper Fi die Regel hat oder beziehungsweise den Effekt, dass Counterattack Trading besser wird dadurch. Das werden wir uns dann auch gleich anschauen bei den Profilen. Da wird uns das Ganze bestimmt unterkommen. Ansonsten startet hier dann auch schon als erstes eben mit den Formationen der Marines, wo wir als erstes die Marine Rifle Company haben. Auch wieder hier zu sehen, wir haben hier überhaupt keine Panzer mit in der Formation selbst. Auch hier bietet es sich dann wieder an, wenn man diese Formation spielt, eben als zweite oder dritte Formation durchaus eine Tank Formation mitzunehmen, um hier dann eben innerhalb der Formationen zu bleiben, was doch im Spiel bei Flames of War eine ganz wichtige Thematik ist. Ansonsten, man hat hier nicht sonderlich viel Auswahl. Man muss mindestens 2 Marine Rifle Platoons mitnehmen, eben das HQ, klarerweise eben die schwarzen Elemente sind Pflicht und kann dann noch eben ein weiteres Rifle Platoon mitnehmen und ansonsten hat man eben noch die Möglichkeit auf ein Machine Gun Platoon, aber auch nur eines oder Mortar Platoons und eben ein paar Anti-Tank oder ein Anti-Tank Platoon, Reconnaissance und noch ein weiteres Anti-Tank Platoon im Fall von einem Self-Propelled Gun Platoon. Also auch doch recht übersichtlich, auch hier wieder bietet es sich an, dadurch, dass man eben die geringere Anzahl von Formationen nur zur Verfügung hat, die man eben spielen kann. Hier vielleicht sogar mit Pazifik anzufangen als neuer Flames of War Spieler, weil man einfach nicht so überschwemmt wird mit der Anzahl an Formationen, die man in anderen Büchern eben zur Verfügung hat. Ist definitiv ein netter Einstiegspunkt. Ansonsten lasst uns mal das Thema anschauen mit den Profilwerten. Hier das Rifle Platoon werden auf die 4 Plus getroffen, Standard Infanterie Safe von 3 Plus hier. Ansonsten eben Fearless 3 Plus bei der Motivation und hier kommt eben das Counter-Attack-Thema, die Sonderregel ins Spiel. Normalerweise alles, was Motivation-Tests betrifft, auf die 3 Plus, mit dieser Sonderregel aber bereits auf die 2 Plus. Also man sieht auch hier, das Marine Rifle Platoon wird sehr wahrscheinlich beim Counter-Attack zurückschlagen können und sich eben nicht zurückziehen. Und auch die Taktiken kann man hier ganz gut einsetzen, weil man standardmäßig eben im Profil auf die 4 Plus eine 50%ige Chance hat, die Skills zu schaffen, beziehungsweise und dann bei den Tactics aber bereits auf die 3 Plus und damit die Chance noch einmal ein ganzes Stück erhöhen kann. Auch hier wieder eine ähnliche Größe tatsächlich wie bei den Japanern. Also man hat hier mindestens 7 Stands, die man spielt, für 8 Punkte oder 10 Stands für 11 Punkte und hier noch diverse Sachen, die man eben dazu mitnehmen kann. Man sieht auch hier wieder, Pazifik ist sehr infanterielastig aufgebaut, auch hier bei den Amerikanern. Ansonsten auch hier, was man sieht von den Elementen her, man hat hier gar nicht mal so viel Schuss auf den einzelnen Teams. Die normale Rifle, sowohl Halted als auch Moving Rate of Fire nur 1. Dafür, was interessant ist, eben auch hier wieder die Bazooka mitzunehmen, wenn man dann doch hier und da auch den einen oder anderen Panzer oder das ein oder andere Panzerplatoon sehen wird, mit Anti-Tank 10, vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Und was hier eben auch noch der Unterschied ist zu den Japanern wieder, eben das Careful 4 Plus. Die Japaner werden ja bereits auf die 3 Plus und damit wesentlich einfacher getroffen. Ansonsten geht es hier eben weiter mit den verschiedenen Sachen, die man spielen kann. Auch hier mal wieder ein bisschen eine Übersicht über Waffen für mehr historischen Hintergrund, dass man da auch ein bisschen eine Übersicht diesbezüglich bekommt. Dann eben hier dann die Stuart Company, die man spielen kann. Auch hier wieder genau umgekehrt zum Infanterieplatoon. Hier hat man nur Panzer zur Auswahl und das auch nur Stuarts. Also auch hier aus meiner persönlichen Perspektive würde ich Amerikaner anfangen. Dann wahrscheinlich in diesem Zusammenhang, dass ich so ein Tankplatoon eben nur als Unterstützung mitnehme. Daher auch ganz okay, dass da diese Platoons bzw. dass diese Formationen nur so klein sind, denn da würde ich ohnehin nicht so viel davon mitnehmen wollen. Auch hier, was man aber auch sieht, die werden tatsächlich schon auf die 3 Plus getroffen.
im Vergleich zu unserer Infanterie Formation, die erst auf die 4 Plus getroffen wurde. Auch ansonsten, die Sonderregeln kommen hier nicht zu einem Einsatz für Motivation und für Skill. Ist auch hier dementsprechend der Standard, den auch die Infanterie quasi gerade gezeigt hat. Und wir haben hier die Möglichkeit, 3 bzw. bis maximal 5 Tanks pro Platoon mitzunehmen. Und dann eben abgeschlossen wird das Ganze hier mit den Marines, mit der Sherman Tank Company. Die ist eigentlich gleich aufgebaut, wie wir hier schon gesehen haben, wie auch die Stuarts. Man hat HQ, dann 2 Platoons, die man mitnehmen muss und ein drittes optional. Hier beim HQ können wir 1, 2 oder 3 Tanks mitnehmen bei den Stuarts. Und grundsätzlich bei den Shermans, wie gesagt, hier sehen wir schon der gleiche Aufbau. Ein HQ müssen wir mitnehmen, 2 Sherman Platoons und ein drittes steht uns auch noch zur Verfügung innerhalb dieser Formation. Was aber hier der Unterschied schon mal ist, der HQ-Bereich. Wir können nur 1 oder 2 Tanks mitnehmen, hier bei dieser Formation, also wesentlich weniger. Und dann haben wir hier eben noch die Shermans. Auch hier sehen wir wieder, diese werden auf die 3 Plus bereits getroffen. Auch hier dafür ein besseres Fearless Rating auf die 3 Plus. Schlecht ist hier natürlich Skills mit nur 5 Plus und Assault Standard auf die 4 Plus, nichts Besonderes. Ansonsten haben wir hier als Standardbewaffnung die 75 mm mit einem Anti-Tank Rating von 10 und Firepower 3 Plus. Was da noch eben interessant ist, ist einmal das Stabilizer als Sonderregeln, was ich ja bereits genannt habe, wodurch wir eben auch mit dem Rate of Fire, Hold It und Moving eben immer auf die 2 haben, dafür aber bei der Bewegung beim Moving um 1 schlechter treffen zusätzlich. Und was eben ganz interessant ist, wir können mit diesen Shermans auch Smoke verschießen, was durchaus ganz interessant sein könnte. Ansonsten eben hier noch die Panzerungswerte mit 6, 4 und 1 im Vergleich dazu. Die Stuarts haben nur 3, 2 und 1, sind also wesentlich schlechter, vor allem in der Front eben dann gepanzert, nur den herben Wert und das Hauptgeschütz eben mit einer Bewaffnung bzw. einem Anti-Tank-Wert von 7 und 4 plus Firepower. Also auch hier in diesem Fall sieht man schon, die Shermans wesentlich auch besser unterwegs. Auch hier bei Side und Rear Armor 1 besser, dafür natürlich auch wesentlich teurer, wenn man sich das anschaut. 4 Shermans in einem Platoon für 33 Punkte. Wenn man da ein 100-Punkte-Spiel eben spielt, kommt man da hier schon auf einiges, was an Punkten weg ist. Ansonsten noch die typischen Support-Units, die wir hier bei den Marines zur Verfügung haben. Ein bisschen eine Übersicht. Auch hier ganz schön Observer eben als Infanterie-Unit und eben nicht als Tank. Ist auch vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Und dann kommen wir hier noch zu der Army als die beiden verbleibenden Formationen. Auch hier wieder gibt es noch ein bisschen zusätzlichen Hintergrund, historischen. Und dann hier eben die Rifle Company, wenn man sich das Ganze anschaut, jetzt wieder im Vergleich zu unserem ersten Aufbau, haben wir hier doch ein bisschen einen Unterschied. Man kann hier dann eben zum Beispiel bereits 2 Machine Gun Platoons mitnehmen innerhalb der Formation, wenn man das möchte. Und auch hat alles weitere, auch die Mortar, alles ist doppelt verfügbar, wenn man das Ganze aufbauen möchte in diese Richtung. Was auch hier wieder der interessante Unterschied ist, der gleich auffällt, wenn wir uns die Formationen anschauen. Wir werden auch hier wieder bei den Marines oder bei der Army im Vergleich zu den Marines auf die 3 Plus getroffen. Standard Infanterie Safe klarerweise. Dann auch Motivation und Skill Test ist schlechter hier. Confident 4 Plus und eben Skill Green 5 Plus. Das spiegelt sich natürlich dann auch in der Spielweise dementsprechend dann wieder. Wenn wir uns das Ganze hier im Vergleich anschauen, hier hatten wir 3 Plus und über die Semper Fi Sonderregel auf die 2 Plus bereits Counterattack.
Also schon ein Unterschied. Dafür auch hier, wir haben wesentlich mehr Möglichkeiten. Hier haben wir eigentlich nur die Rifles zur Verfügung, entweder als 7 oder als 10 Stands für jeweils entweder 6 oder 8 Punkte und einer Bazooka dabei. Und wir können ein Light Machine Gun Platoon hier noch dazu nehmen. Das war es dann aber auch schon. Das Ganze eben, wie gesagt, für 6 bzw. maximal 8 Punkte oder für einen zusätzlichen Punkt eben das Machine Gun noch dazu. Und hier beim Rifle Platoon von den Marines haben wir auch die 7 oder die 10 ohne Bazooka. Dafür hier mehr Sachen, die man dazufügen kann. Auch hier die Bazooka dann dementsprechend teuer. Wenn man die für 2 Punkte noch hinzufügen muss, zahlt aber dann auch 8 und 11 Punkte eben aufgrund des besseren Profils, das sie auch mitbringen. Also auch hier hat man dann schon verschiedenste Möglichkeiten, in welche Richtung das man gehen möchte. Hier wird man dann mehr Infanterie mitnehmen können, dementsprechend wird auch dafür aber einfacher getroffen, leichter getroffen und hat halt schlechtere Werte für Motivation und Skill, kann aber auch sagen, man möchte vielleicht etwas mehr in Richtung Nahkampf auch gehen und auch besser durchhalten, nicht so einfach getroffen werden, dann kann man eben sich entscheiden, statt die Army, die Marines zu spielen und hat dann eben, wie wir vorhin gesehen haben, dementsprechend die besseren Profilwerte. Ansonsten auch hier wieder den Standardaufbau mit den Machine Guns und den Mordern, die man ja überall eigentlich so ziemlich mitnehmen kann. Und dann eben auch durchgängig dementsprechend getroffen auf die 3+ in diesem Fall. Und dann haben wir hier noch als Abschluss bei der Army eben noch die Möglichkeit, die Stuarts mitzunehmen. Und auch hier wieder ganz schön zu sehen, wenn man sich das Ganze anschaut. Hier hatten wir die Stuarts von den Marines. Hier haben wir nur Stuarts, sonst gar nichts zur Auswahl. Und hier haben wir eben die Möglichkeit, erstmal das gleiche mitzunehmen mit einem HQ, 2 Platoons Pflicht, ein drittes Platoon, das wir mitnehmen können. Das wäre quasi das gleiche, was wir schon hatten. Und dann können wir hier aber bei der Army-Information auch noch Artillerie mit einpacken. Da haben wir eben Mortars zur Verfügung, Assault Gun Platoon zur Verfügung oder ein Recce Platoon. Also auch durchaus interessant, die ganzen Sachen ein bisschen vielleicht auch durchzumischen. Inwieweit das Ganze dann natürlich historisch akkurat ist, kann ich nicht beurteilen. Da bin ich bei Pacific ein bisschen zu wenig drinnen, aber im Großen und Ganzen die Möglichkeit besteht dabei. Was man hier aber schon auch sieht, sind die Punktunterschiede. Schauen wir uns hier wieder das Tank Platoon an. Im Beispiel, die sind sogar nur Reckless, die werden bereits auf die 2+ getroffen. Das ist natürlich alles andere ist gut. Ansonsten die Panzerung ist natürlich die gleiche, weil es sind ja auch Stuarts, wie auch zuvor. Und auch sonst Confident Green, eben Motivation 4+, Skill 5+. Macht natürlich dann auch einen Unterschied in den Punkten, wenn wir uns das Ganze hier nochmal schnell vergleichen. Hier hatten wir 3, 4 und 5 Tanks, die man mitnehmen kann für 8, 10 und 12 Punkte. Und hier haben wir dann die gleiche Möglichkeit, aber bereits ab 6 Punkten bis maximal 10 Punkte. Macht natürlich dann dementsprechend einen Unterschied, je nachdem, was man spielen möchte hier bei den Amerikanern. Ansonsten wieder typischerweise, wir haben auch eine Wildcard-Unit dabei. Die ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man das spielen möchte. Schaut hier im ersten Moment etwas stärker gepanzert aus, sieht man aber schon alles Nullerwerte. Ansonsten auch bei diesen Wildcard-Units natürlich immer wieder das Thema, das muss man sich mit seinem Mitspieler ausmachen, ob man diese Wildcards spielt oder nicht. Mit Anti-Tank 12 ist es vielleicht durchaus etwas, was zu überlegen wäre, ob man das Ganze nicht mal ausprobiert, vor allem wenn man merken sollte, dass man nicht ganz gut hinkommt mit dem Anti-Tank. Ansonsten also durchaus etwas, was man überlegen kann. Ansonsten hier noch die typischen Support-Units, die man so auch kennt. Field-Artillerie, Batterie, Flüger, Observer, auch hier wieder eben eine Infanterie-Unit und eben kein Tank. Und das Ganze wird dann wieder hier abgeschlossen mit einem Painting Guide für die Amerikaner. Und dann sind wir durch. Noch ein bisschen was zum Basing auch, damit man hier ein bisschen eine Info bekommt, wie man die ganzen Sachen bemalen könnte, wenn man das Ganze möchte. Und dann geht es hier dann auch schon weiter mit
den Briten und den Indern, was wir uns in einem späteren Video anschauen werden. Wenn du Interesse hast an den Briten oder Indern, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um dieses Video dann nicht zu verpassen. Und ansonsten kannst du natürlich auch gerne bereits vorbeischauen und dir das Video zu den Japanern anschauen. Das werde ich auch in der Videobeschreibung hier verlinken, beziehungsweise euch jetzt auch hier die Möglichkeit rechts oben im Video geben, anzuklicken und das Video direkt anzuschauen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.